Herzlich willkommen bei CT Zockt. Ich bin Liane und stelle euch heute Outbound vor. In einem kleinen Camper gemütlich durch eine bunte Landschaft tuckern, die Gegend erkunden und das Gefährt immer weiter ausbauen, bis hin zu Gemüsebeeten, Windrädern und Solarpanels. Das ist das Ziel von Outbound. Das Spiel des kleinen niederländischen Studios Squareglade Games soll im ersten Halbjahr 2026 für Windows und Xbox erscheinen. Ich spiele hier eine Vorabversion unter Linux mit Proton. Die war auch auf der Gamescom zu sehen und der Andrang war ziemlich groß, um sie anzuspielen. Schon bei seiner Kickstarter-Kampagne konnte das Team 265.000 € von über 5.000 Unterstützerinnen und Unterstützern einsammeln, um das Spiel zu finanzieren. Das anvisierte Ziel von 30.000 € war schon innerhalb von 2 Stunden erreicht. Aber zurück zum Spiel. Outbound ist ein entspanntes Open-World-Erkundungsspiel. Mit einem elektrisch angetriebenen Wohnmobil fährt man in ein Naturschutzgebiet. Das kleine Gefährt dient als mobiles Zuhause, also als Schlafstätte und Werkstatt gleichermaßen. Und man kann es allmählich nach oben ausbauen, und zwar in einem Maße, das man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann. Da ist einiges möglich. An der Werkbank im Kofferraum kann ich mit einem Minispiel Werkzeuge bauen, sobald ich deren Baupläne ergattert habe. Müll einsammeln lohnt sich in diesem Spiel auch, und zwar nicht nur, weil es dann in der Umwelt schöner aussieht, sondern den Müll kann man im Recycler zu praktischen Download-Gutscheinen verarbeiten. Für die gibt es an den über die Gegend verteilten Funktürmen immer mal wieder Baupläne. Etwa eine Säge, mit der ich dann Planken machen kann, und wenn ich die und das passende Werkzeug habe, dann kann ich kaputte Brücken reparieren und mir damit einen weiteren Weg eröffnen. Ladestationen für das Elektromobil gibt es im Naturpark natürlich nicht. Und irgendwann ist der Akku des Campers leer. Das Auto bleibt stehen und man muss erstmal wieder Holz im Bioburner nachlegen, um den Akku zu laden. Später kann man Wind, Solarenergie und Wasser fürs Aufladen nutzen. Besonders schnell fahren kann man zu Beginn zwar nicht, aber von anderen habe ich gehört, dass das spätere Ausbauten beheben und man dann ein bisschen flotter vorankommt. Ganz, ganz nettes Detail. An Automaten kann man Kronkorken, die in der Welt zu finden sind, gegen zufällige Baupläne, zum Beispiel für Gummienten und andere Gimmicks eintauschen. Erinnert so ein bisschen an Raft. Aber auch andere Details sind nett gemacht. So sammelt man unterschiedliche kleine Gartenzwerge. Das ergibt dann, glaube ich, am Ende so eine Sammlung. Und jeder dieser Gartenzwerge hat einen eigenen Namen und andere Besonderheiten. In diesem Spiel geht es auf jeden Fall nicht darum, möglichst schnell irgendwo hinzufahren oder irgendwas besonders schnell zu erledigen. Die Aufgaben, die das Spiel bisher bereithält, sorgen dafür, dass man neue Bauplan-Downloads zur Kenntnis nimmt, nicht vergisst, dass es noch eine kaputte Brücke gibt und nicht ganz planlos durch die Gegend steuert. Zwischendurch gibt es ein bisschen was zu erkunden und Kram einzusammeln. Der Rucksack hat ein Gewichtslimit, das sorgt dafür, dass man nicht alles sofort mitnehmen kann und im Zweifel auch einfach entscheiden muss, was man dringender braucht. Und auch wenn man sich um Nahrung und Getränke kümmern muss, ist das keine besonders harte Survival-Mechanik. 10 Beeren, die ich am Wegesrand sammle, reichen, um mich komplett für den ganzen Tag satt zu essen. Es geht ja also eher um ein entspanntes Erkunden mit Pausen zum Ausbau der mobilen Basis. Das ist, glaube ich, der eigentliche Clou des Spiels. Der Wagen kann nicht nur innen gestaltet werden, sondern man kann oben auf sein Dach unbegrenzt Dinge anbauen. Soweit bin ich jetzt hier in der Demo noch nicht gekommen. Hier kann ich später sogar Beete anlegen und mein eigenes Gemüse ziehen. Oder Solarpanels und Windräder draufbauen. Oder einfach einen gemütlichen Stuhl hinstellen und ins Grüne gucken. Man kann hier nämlich überall auf jeden Stuhl auch drauf sitzen und dann wirklich schauen. Ja, mein Fazit. Eigentlich gibt es noch kein Fazit. Das Spiel ist ja noch nicht mal erschienen. Das heißt, wir müssen uns da noch zurückhalten. Aber es sieht auf jeden Fall sehr vielversprechend aus. Mir macht das Rumfahren bereits sehr viel Spaß. Es erinnert mich einerseits ein bisschen an das Spiel Lake, wo man auch so ganz gemütlich um den See fährt und Post ausliefert. Andererseits ein bisschen an Firewatch mit seiner schönen Grafik. Die Welt ist schön und das mit dem Ausbau des Campers ist echt eine nette Idee. Ich bin also sehr gespannt auf den Release und auf meiner Steam-Wishlist ist es auf jeden Fall schon drauf. Was haltet ihr bisher von dem Spiel?
Schreibt es mir gerne in die Kommentare, lasst mir gerne einen Like für das Video da und abonniert natürlich den Kanal, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Bis zum nächsten Mal.